Genau vor 3 Jahren, am 7.7.2020, sind wir damals... 20. 20? Genau, am 7.12.2020 sind wir damals in Paraguay gelandet und sind heute genau 3 Jahre hier. Yay. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber leider ja, haben wir aktuell unseren Tiefpunkt, nicht unbedingt in Paraguay, sondern generell unseren Tiefpunkt seit sehr vielen Jahren. Zwar haben wir am 11.11. diesen Jahres geheiratet, was ja eigentlich einer der glücklichsten Tage im Leben sein soll oder der glücklichste Tag im Leben sein sollte. Der war ja auch noch glücklich. Der war auch noch schön, ja, also da werden wir euch sicherlich auch noch mal zu gesondertes Video machen, wenn wir dazu Zeit haben. Aber was dann nach dem 11.11. passiert ist, wir wollten ja eigentlich im Urlaub fahren, nicht wirklich Flitterwochen, aber wir wollten einfach 14 Tage, glaube ich, im Urlaub fahren. Ja. Und ja, dann gingen die Probleme los. Kombinieren quasi. Genau, dann gingen die Probleme los. Die ziehen sich bis heute. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt doch mal ein bisschen was dazu sagen, weil viele Nachrichten an uns sind unbeantwortet geblieben bis jetzt. Wir werden jetzt gucken, dass wir das nach und nach nachholen. Selbst Hochzeitsgratulationen habe ich jetzt bei WhatsApp gesehen, habe ich noch nicht beantwortet. Bitte verzeiht uns da. Wir haben im Moment halt wirklich sehr, sehr großen Ärger mit unseren beiden Hunden. Und da kann Sarah wahrscheinlich besser was zu sagen. Ärger mit unseren Hunden. Wo wir im Urlaub gefahren sind, das war der Sonntag direkt nach der Hochzeit, der 12.11., da haben die schon so 2 Tage nicht wirklich gefressen. Was für uns aber jetzt normal war, weil es hat die Nala das Jahr davor auch gemacht, da war nämlich um die 45 Grad, 44, 45 Grad. So, und wenn es so warm war, hat sie nicht gefressen. Das war auch ein, zwei Tage mal so, das war dann noch in Ordnung, haben wir uns nichts bei gedacht. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren. Und dann haben wir von unserer Hundesitterin halt immer wieder nachher, die fressen nicht. Um das Ganze jetzt abzukürzen, die oder der Simba kam dann in eine Tierklinik. Genau, am Donnerstag wurde dann eingewiesen quasi. Wurde dann eingewiesen, wurde dann von der Tierärztin da untersucht, behandelt. Und genau, zu der Diagnose bist du besser im Thema. Ich kann das Ganze auf Deutsch schon nicht aussprechen. Also er ist wohl fast dehydriert, er hat Fieber gehabt. Wie hoch weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie gesagt, also zu dem Zeitpunkt schon tagelang nichts gefressen, Nala wohl auch nicht oder ab und zu mal dann ein bisschen was. Ja, und dann hat sie halt Blut abgenommen, da haben wir dann nächsten Tag das Ergebnis gekriegt, er hat Leishmaniose und ja, so ein Blutparasit oder was sagtest du? Echinosis oder wie man das ausspricht, ist ein Blutparasit. Ja, mir hat gesagt, ja gut, ne, er ist jetzt in der Klinik, er ist in guten Händen, weil ich habe auch mit dir hin und her geschrieben und auch durch Freunde alles, haben wir das alles geregelt gekriegt. Danke auch nochmal an alle, die geholfen haben. Im Endeffekt dann war es soweit, dass Simba wieder in dem Zustand war, dass er aus der Klinik entlassen werden konnte. Zu dem Zeitpunkt konnten wir dann eigentlich unseren Urlaub erstmal ansatzweise genießen, weil wir wussten, denen geht's gut, er ist in guten Händen. Ja, dann hatten wir da 2, 3 Tage, wo wir was unternehmen konnten, aber vorher waren wir halt so beschäftigt, sage ich mal, mit dem ganzen Hundethema, waren immer schon überlegen abzubrechen. Und wir haben gesagt, wenn er jetzt in der Klinik ist, können wir da auch nichts machen und müssen da sowieso abwarten. Und wo es dann hieß, er kann aus der Klinik raus, haben wir dann den Urlaub abgebrochen. Vielen Dank auch nochmal an unsere lieben Vermieter, die da auch recht kulant mit uns dann noch waren und da sehr großes Verständnis haben die ganze Zeit auch gezeigt haben, uns da auch noch unterstützt haben. Und Anni-Martina auch. Anni-Martina natürlich auch, die auch seelischen Beistand geleistet hat. Also wir haben da einige Leute beschäftigt im Urlaub. Ja. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann wieder zurückgefahren, haben den Simba dann, also sind morgens von Independencia losgefahren, sind dann nachmittags, abends hier angekommen, haben den Simba aus der Klinik rausgeholt. Da war er relativ abgemagert. Ja, wir kamen da rein, er hat auf Rufen, auf nichts gehört. Ja. Da haben wir schon echt Angst gehabt. Im ersten Blick sah es echt mies aus, ja. Und dann irgendwie habe ich nochmal mit Bedacht so gerufen oder ihn angesprochen. Da hat er mich angeguckt und hat er gesehen, dass wir das sind. Ja, da war ganz schön, dass er uns erkannt hat. Da hat er sich richtig gefreut. Da hat er sich einen Ast abgefreut. Ja. Ja, und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie schlecht es ihm ging. Also er hat stark abgenommen. Ja. Er war nur noch Haut und Knochen eigentlich. Die ganzen Sprunggelenke kaputt, also wund, das kam halt alles durch die Leishmaniose. Mehrere offene Stellen, die halt, ja, wobei ich muss sagen, die sind sehr gut verheilt. Mittlerweile ist es jetzt schon wieder relativ gut verheilt, ja.
Er hat halt auf Dauer jetzt bis Mitte des Monats, kriegt er jetzt noch einen mega Tablettencocktail. Dann sind, glaube ich, 11 Tabletten am Tag. Ja, wir haben einen hohen Verschleiß an Leberwurst im Moment. Ja, weil ich habe es anfangs in den Pansen gepackt, aber das hat er dann irgendwie auch rausgekriegt. Also hat er das dann auch nicht mehr angepackt. Und damit die auch beide fressen, haben wir dann halt von einer Freundin den Tipp gekriegt, Leberwurst. Und das geht perfekt. Also, ja, als wenn das nicht das Einzige war, wurde Nala dann auch noch krank. Ja, was heißt Nala wurde krank? Wir haben gesagt, haben wir im Urlaub schon gesagt, sobald wir zurück sind, werden wir dann Nala auch untersuchen lassen, soll auch eine Blutuntersuchung bekommen. Das haben wir dann einen Tag später gemacht. Wir haben den Simba den Tag abgeholt, wo wir wieder ankamen. Am nächsten Tag sind wir aber nochmal zu ihr hingefahren. Ja, wir waren gesagt, sehr oft da, weil die immer wieder mit uns sprechen Ja gut, wollte. aber Mittwoch sind wir da hingefahren. Dann Donnerstag waren wir nochmal da. Freitag haben wir für die Nala Blut abnehmen lassen, meine ich. Und Samstag, glaube ich, haben wir das Ergebnis gekriegt. Ist ja jetzt auch zeitlich ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da war ja ein Tag war Regen, dann konnten wir da nicht hin und keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Nala auch untersuchen lassen. Ja, und dann, während das Blut quasi untersucht wurde, sind der Nala auf einmal die Beine weggeklappt. Und da ist sie so 2 Minuten immer nur die Beine weggeklappt. Und ich dachte, ey, der kann doch nicht normal sein. Dann habe ich es meiner Freundin gesagt, die durch Zufall dann, was heißt durch Zufall, die waren halt bei uns eingeladen. Und dann hat sie gesagt, ey, ich weiß, was das ist, lass mal das und das nachkontrollieren. Dann habe ich der Ärztin geschrieben, das hat sie dann auch noch kontrollieren lassen und das war das dann leider. Das sind Neosporen, glaube ich, heißen die. Neosporas, irgendwie auf Spanisch. Ja, das ist dann auch nochmal ein Blutparasit. Da haben wir einen Test lassen und dann hat sie auch noch diese Echinoiosis. Ich bin nicht gut in so Fachbegriffen. Jetzt kriegt sie auch noch nicht ganz so schlimm Cocktail, aber auch sehr starke Antibiotika. Also Simba kriegt halt sein Medikament gegen die Leishmaniosis und diese Antibiotika gegen den Blutparasit und Nala nochmal eins, was wohl ins Hirn geht, weil diese Blutparasiten, die sie hat, die greifen das Hirn an und die gehen übers Hirn dann ins... Keine Ahnung, ist doch auch egal. Ja, da kann ja jeder selber googeln, wer sich dafür interessiert. Wir können ja einblenden, wie die Dinge heißen, soll jeder selber googeln da und die Medizinstudium machen. Auf jeden Fall auch Kacke. Ja, aber auf jeden Fall auch Kacke, was sie hat. Und Verdacht auf Leishmaniose, da müssen wir in 3 Monaten, jetzt sind 2,5, müssen wir nochmal Blut abnehmen mit der Nala. Weil der Wert so grenzwertig ist. Genau, weil das so ein Grenzwert war, so ein Verdacht halt erstmal nur. Und da müssen wir dann in 3 Monaten auch nochmal hin, das Ganze ausräumen lassen. Also die Hunde haben uns richtig auf Trab gehalten. Aber das Endergebnis ist, denen geht es verhältnismäßig gut. Also die springen mittlerweile auch wieder rum, spielen wieder, haben auch wieder an Gewicht aufgebaut. Ja, Lebensmut. Also das war gar nicht mehr zu sehen. Ja, haben eigentlich wieder die Statur wie vorher. Also ja, aber fressen normal. Ja. Mit dem Simba hat man dann noch Probleme, der hat dann nicht gepinkelt. So, ach ja, das war da kommt jetzt auch noch mal dabei. Der hat nicht mehr gepinkelt und dann hat Sarah nachgeguckt, irgendwie wenn ein Hund 5 Stunden oder was nicht pinkelt. Ich glaube, oder 8, ist auch egal. Ich nagel mich nicht drauf fest, so aber wenn ein Hund jetzt längere Zeit nicht pinkelt, dann ist schon so gut wie vorbei wohl mit dem Hund. So, dann sind wir wieder soll man zum Tierarzt. Ja, sind wir wieder zum Tierarzt. Die hat dem da einen Schlauch reingeschoben. Das war nicht schön anzusehen. Aber ihm soll das nicht wehgetan haben. Ja, so, dann hat das wieder geklappt. Dann hat er auch nochmal Medikamente, glaube ich, zum Wasserlassen bekommen. Dann ging das nochmal um irgendwelche Kristalle. Ja, jetzt hat er wohl Urinkristalle. Jetzt muss ich jeden Tag für die kochen, weil die brauchen jetzt so eine Diätkost. Ja, so spezielle Kost schön nochmal. bei 40 Grad dann fettfrei muss das auch sein. Die Chaos Kitchen ist zur Fliegen-Kitchen im Moment geworden. So, deswegen kommen bei ihr auf dem Kanal im Moment auch erstmal keine Videos. Ich hab da momentan einmal hat sie keinen Kopf dafür und zweitens tut mir auch leid, aber keine Zeit, muss andere Sachen machen. Dann wurde Sarah noch krank, die hatte dann noch eine starke Erkältung, kam auch noch dazu. Also das schwache Immunsystem durch den ganzen Stress. Ja, also ich meine, man hört das wahrscheinlich auch nur so ein bisschen. Seit unserer Hochzeit, hatten wir nicht wirklich eine ruhige Minute. Und haben jetzt gesagt, okay, komm, wir erzählen mal, was so aktuell bei uns los ist, damit alle auf dem neuesten Stand sind und wissen, warum wir vielleicht auch nicht zeitnah antworten. Genau, leider keine guten Nachrichten. Wir hätten viel lieber ein schönes Video gemacht, so 3 Jahre Paraguay, alles ist toll, alles ist super. Alles tutti frutti, ne? Ist es aber im Moment nicht halt. Aber ja, im Endeffekt
ist halt das große Thema mit den Hunden. Ja? Und Aber ja, Nala rennt auch schon wieder rum und bellt auch schon die Hündin wieder an. Also ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt spontan noch so erzählen sollten. ich auch nicht. Ja. Also ist so jetzt in dem ganzen Jahr ist jetzt auch außer mehrere Baustellen nicht allzu viel passiert. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt 3 volle Jahre hier. Wir sind richtige Paraguayer. Laut, wie hieß er? Radio Steve. Nach Radio Steve sind wir jetzt echte Einwanderer. Jetzt dürfen wir bleiben. Also wir sehen das nicht so. Also uns ist das egal, wie lange die Leute in Paraguay sind. Die können gerne auch ihre Meinung sagen. Viele Leute meinen, du bist gerade mal kurz in Paraguay, du darfst jetzt nicht deine Meinung zu Paraguay sagen. Völliger Schwachsinn. Wenn jetzt, sage ich mal, ein Vollidiot, der ist 10 Jahre in Paraguay und labert den ganzen Tag nur Schwachsinn, ist das dann mehr wert als einer, der 5 Tage in Paraguay ist und vielleicht sinnvolle Sachen sagt? Also ich denke mal, man sollte eher auf den Inhalt achten der Sachen, die da erzählt werden, als zu gucken, wie lange ist jetzt wer wo und selber keine für Ahnung. sich prüfen, was wahr ist, was nicht. Ja, einmal das und Es gibt auch generell. noch verschiedene Wahrheiten. Also Aber das sind ja auch so informiert euch Sachen. selber, Ja, hört nicht genau. immer nur auf andere. Guckt euch alles ganz genau an. Es ist nicht alles Gold, was glänzt in Paraguay. Ja? Kann man schnell mal viel Geld versenken. Wie wir jetzt gerade. Nein, aber das hat ja mit Hunde zu tun. Ja, wie wir gerade mit den Hunden, aber das ist ja eine andere Sache. Ich werde mich noch mal ein bisschen informieren und euch dann mal ein genaues Video zu den Krankheiten machen, weil das ist echt heftig. Also wir haben jetzt schon ein paar Millionen da Jo, das die Hunde war ausgegeben. verdammt teuer mit den Hunden. Wir haben keinen Überblick mehr, wie viel es ist, aber es war richtig Ein viel. Freund von uns hat gesagt, naja, das ist ja wahrscheinlich nicht so teuer in Paraguay mit den Hunden und so. Ne? Also eine Blutuntersuchung kostet schon mal 500.000. So. wir haben schon ein paar wir hinter haben uns. mit dem Simba waren, glaube ich, 2, mit der Nala 3. Also wir war 1,5 Millionen nur die Blutuntersuchung. Und dann kommen die Medikamente noch dazu und die waren auch kein Schnäppchen. Der Urin war auch noch. Urinprobe und. Aber Ja. das kann Ja. Sarah noch mal, wenn mal Zeit ist, detailliert alles Ja, das- erklären auf jeden für die Fall. Leute, die sich für Hundekrankheiten in Paraguay interessieren. Ja, auf jeden Fall sind es halt auch keine seltenen Krankheiten. Also es sind Leishmaniasis ist sehr oft vertreten hier. Deswegen will ich euch da auch noch mal so ein bisschen Kommt die Nala gerade an hier. Input zu Na geben. du, krankes Hündchen. Guck mal, da ist die Kamera. Eigentlich wollten wir gerade das Video beenden. Hm? Ja, genau, renn unter Genau, den Tisch. ja, ist Kaffee. Schmeiß die auf den Kamera um. Tisch. Haben unsere Freunde auch gesagt, wo sie da waren. Man hat gemerkt, wie schlecht es denen geht, weil Kenala nicht unterm Tisch hergegangen ist. Ja. Oder keiner von denen. Von den ganzen 1600 Quadratmetern, die sie zur Verfügung haben, ist der eine Quadratmeter unterm Tisch immer der interessanteste. So, jetzt haben wir genug gequatscht, Aber außer du trotzdem hast noch mal, was. ja, ich wollte mich noch mal ganz herzlich auch bei Thomas und Sabine bedanken, weil die uns so viel geholfen haben jetzt mit den Hunden in der Zeit. Das ist irre. Ja, weil wir haben einfach generell das Fachwissen nicht über Tierkrankheiten oder Krankheiten generell. Und dann die ganze krankheitsbedingte Sachen alles dann noch auf Spanisch regeln, ist schon nicht schwer, ist schon nicht leicht, wenn man da in so ist schon nicht leicht, wenn man da in so ein spezielles Fachgebiet reingeht. Da muss ich auch Respekt an Sarah, weil ich habe da eigentlich, ich bin da gar nicht mit in dem Thema. Sarah hat das alles komplett alleine gemanagt mit, sage ich mal, mit Sabine Thomas und und Sabine. der Tierärztin und so. Und da großen Respekt an Sarah, die da geholfen hat. Ja. Vielen Dank an die Tiersitterin, die sich ja auch bemüht hat, zum Arzt bringen und. Ja. Aber ich denke, jetzt kommen wir zum Ende. Ja, genau. Haben wir euch genug Ist schon wieder lang genug zugelabert. geworden. Ja. Vielen Dank für alle, Schönes, langes, kurzes Statement. die bis am Ende drangeblieben sind. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden, aber jetzt habt ihr mal so den Stand der Dinge und Sobald es ansatzweise im Kopf wieder alles ein bisschen geordneter ist, werden wir weitermachen. genau, Aber und im ich Moment versuche ist heute echt Abend mal schwer. meinen WhatsApp-Verlauf noch zu bereinigen und Ich euch guck mal, ob allen ich zu das antworten. Video geschnitten kriege. Vielleicht Genau. ist es ja morgen schon online. Bis dahin, ja, abonniert gerne den Kanal, um weiter auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und auch ja, meinen. Genau, auch gerne Sarahs Kochkanal, da Dann geht's bald kommen weiter. auch wieder Videos und Ich habe zu viele Rezepte. nicht unbedingt, wie sie hier den Hunden da irgendwelche leckeren Gerichte macht, sondern richtig leckere Gerichte. Bis dann, macht's Ciao. gut, ciao. Super, dass du ja beschimpfen bist. Perfekt. Ja, man hat mich wieder Schimpfen drauf, da kannst du ja dann wirklich irgendwann mal zusammenschneiden, obwohl da zu viel Arbeit ist. Nee, das meine ich nicht mehr. Ich habe angefangen, aber. Sarah hat jetzt genug mit ihrer Tasse hier gekleckert.
Jo, Hi. so Sarah hat jetzt genug mit ihrer Tasse gekleckert. Die Tischdecke ist schon nicht gebügelt, jetzt auch noch bekleckert, aber ich glaube, man sieht Die es ist nicht. gebügelt, aber man sieht das nur nicht. Ja, okay. Hier. Hat Lagerschäden.